Scum. Als dieses Spiel damals 2018 in den Early Access startete, waren die Versprechen gigantisch. Ein knallharter Überlebenskampf auf einer Gefängnisinsel. Eine hyperrealistische Simulation, bei der jedes gefundene Item ein Segen war. Scum hatte eine Atmosphäre, die man förmlich schneiden konnte. Doch wenn wir uns heute ansehen, wo das Spiel nach unzähligen Updates gelandet ist, fragen sich viele Veteranen, wo ist das Spiel falsch abgebogen? Aber keine Sorge, bleibt bis zum Ende dran, denn es gibt handfeste Gründe, warum genau jetzt der Wendepunkt bevorstehen könnte. Meine Lieben, vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren, das hilft mir gigantisch und so verpasst ihr keine weiteren Videos. Fangen wir mit dem wohl größten Einschnitt in den Survival Loop an, den Händlern und dem neuen Geldsystem. Früher hat Scum bedeutet, du brauchst ein Magazin für deine Waffe, dann musst du das Risiko eingehen und Bunker oder Points of Interest looten. Und heute? Heute ist Scum für viele zu einem Trader-Simulator verkommen. Man sammelt einfach Zeug, verkauft dieses Zeug dann bei den Tradern und kauft sich sein High-End-Gear. Besonders schnell an Geld kommst du, wenn du Uran und Graphit farmst und dieses dann verkaufst. Das Looten hat seinen Reiz komplett verloren. Dazu kommt das Goldsystem. Früher musstest du andere Spieler killen und Fame Points sammeln, um zu respawnen. Nun muss man nur seinen Kram beim Trader verkaufen und schon kann man sich Gold für Respawns kaufen. Wir alle lieben Realismus in Survival-Spielen, aber Scum hat meiner Meinung nach die Grenze schon längst überschritten. Wir reden von Verletzungen an Füßen, die entstehen, weil du ohne Schuhe läufst, oder Verletzungen, die durch Craften ohne Handschuhe an den Händen auftauchen. Das ist aber noch gar nicht mal so schlimm. Noch schlimmer ist das System der Erschöpfung. Nach 15 Minuten Joggen ist dein Charakter so fertig, dass du teilweise über eine Stunde im echten Leben warten musst, bis die Ausdauer regeneriert ist. Der effektivste Weg in diesem Spiel Ausdauer zu tanken, ist sich in ein Bett zu legen und zu warten. Ein Spiel, das mich dafür bestraft, dass ich mich bewege, verfehlt seinen Zweck meiner Meinung nach irgendwie völlig. Dann kamen die PvE-Events, speziell die Dropships. Sandbox-Spiele leben vom Basebau. In Scum wirst du aber genau dafür vom Spiel selbst sanktioniert. Baust du eine Base und erreichst ein bestimmtes Limit, triggert das eine hohe Chance, dass ein Dropship direkt über dir spawnt. Und es patrouilliert nicht nur, es wirft auch einen Mech mitten vor deiner Base ab, der reihenweise Wände und Foundations abreißt. Solos und kleine Gruppen verlieren so durch ein automatisiertes Skript Stunden an harter Arbeit, ohne sich wirklich wehren zu können. Und apropos Basebau. Ein weiterer massiver Frustfaktor ist das völlig kaputte Balancing beim Base Raiding. Das Verhältnis von Aufwand zu Zerstörung stimmt hier einfach vorne und hinten nicht mehr. Ihr verbringt gut und gerne 2 bis 3 Wochen damit, mühsam eine voll ausgebaute Base hochzuziehen. Und wie lange braucht ein Raider, um das zunichte zu machen? Er farmt einfach 2 bis 3 Tage lang TNT in der Kohlemine. Früher war das viel besser gelöst, da gab es einfach nur das klassische C4, was du aus 4 Teilen zusammencraften konntest. C4 war unfassbar wertvoll, durfte auf keinen Fall verloren gehen und erforderte taktisch kluges Vorgehen. Und heute? Heute klebt man einfach 12 Granaten oder 6 TNT an eine voll ausgebaute Wand und reißt die einfach komplett ab. Theoretisch gehen auch Rohrbomben, aber die nutzt ohnehin kaum jemand. Dieses extreme Ungleichgewicht, das macht den Basebau für viele Spieler momentan einfach sinnlos. Ein weiteres riesiges Problem ist die Map in Kombination mit manipulierten Servern. Aber was genau meine ich damit? Die Map wurde im Laufe der Zeit auf gewaltige 225 Quadratkilometer erweitert. Das ist optisch beeindruckend, aber bei einem Engine-Limit von meist 64 Spieler pro Server trefft ihr schlichtweg stundenlang auf keine Menschenseele. Es verkommt teilweise zu einem Laufsimulator. Private Server haben ein deutlich höheres Spielerlimit, aber mit diesem hohen Spielerlimit werden auch die Limits von Scum überschritten und es kommt zu deutlichen Lags und Desyncs, wie wir sie alle kennen und hassen. Und wenn ihr nach vollen Servern sucht, werdet ihr oft getäuscht. Auf Seiten wie Battlemetrics wimmelt es von Servern, deren Population durch Botnetzwerke künstlich auf 100 von 100 Spielern oder mehr gehalten wird, um im Ranking oben zu stehen. Diese Bots loggen ein, sterben und blockieren permanent einen Slot im Todesbildschirm. Wenn ihr joint, ist die Map trotzdem komplett leer. Dies ist ein Phänomen, welches besonders bei chinesischen Servern präsent ist. Und dagegen wird einfach nichts unternommen, obwohl es so offensichtlich ist. Das letzte Puzzleteil des Schmerzes ist die Immersion. Scum ist eine brutale, düstere TV-Show, in der Gefangene ums Überleben kämpfen. Aber anstatt sich auf kaputte Core-Mechaniken zu fokussieren, wurden wir mit Updates überhäuft, welche bunte Tangas, bunte Strapsen und bunte Hausschuhe beinhalten.
Wir bekamen DLCs mit Möbeln und Bauelementen, nach denen wirklich niemand gefragt hat und wo ich mir teilweise auch die Frage stellen musste, spielen wir hier noch Scum oder sind wir mittlerweile bei Sims angekommen? Ja, das war jetzt ganz schön viel Frust. Und wenn ihr das genauso seht, ich fühle mit euch. Aber ich habe euch versprochen, dass wir mit einem Lächeln aus diesem Video gehen. Und es gibt fantastische Nachrichten für die Zukunft von Scum. Die Entwickler bei Gamepires haben den Aufschrei der Community nämlich endlich gehört. Für die anstehende Roadmap haben sie eine andere Herangehensweise angekündigt. Qualität vor Quantität. Anstatt halbfertige Features reinzudrücken, wurden geplante Neuerungen wie die Wild Hunter NPCs radikal verschoben. Der volle Fokus liegt ab jetzt darauf, den alten Spaghetti-Code aufzuräumen, bestehende Mechaniken zu balancieren und Bugs zu fixen. Sie haben öffentlich zugegeben, dass es so nicht weitergehen kann. Der absolute Gamechanger, der Scum für die nächsten Jahre retten wird, ist dieser hier. Offizieller Mod-Support ist fest in der Entwicklung. Sobald die Werkzeuge für die Community freigegeben werden, liegt die Macht bei uns, Scum zu dem Spiel zu machen, welches es verdient zu sein. Das technische Grundgerüst von Scum, die Waffenphysik, das detaillierte Medizinsystem, die wunderschöne Grafik, ist nach wie vor absolute Weltklasse und unerreicht in diesem Genre. Wenn die Entwickler jetzt das Fundament stabilisieren und die Community bald durch Mods selbst Hand anlegen kann, dann wird Scum endlich genau die perfekte, maßgeschneiderte Survival-Erfahrung, die wir uns alle 2018 erträumt haben. Habt ihr Scum schon aufgegeben oder wartet auch ihr auf den Mod-Support, um endlich wieder durchstarten zu können? Schreibt mir eure Erfahrungen und eure Wünsche für die Zukunft unbedingt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, ein Abo dalässt, weil das hilft mir aktuell sehr, sehr weiter und ich würde mich unglaublich darüber freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.